Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Heute geht es mal wieder um Unity und zwar um ein kleines Interaktionssystem. Ein ganz einfaches. Ich zeige es dir einfach mal kurz. Also, man kann hier jeweils mit den Objekten interagieren. Also, das ist jetzt hier was zum Trinken. Hier kriegt man den Hinweis, hier kriegt man, welche Taste man benutzen soll. Das ist jetzt hier eine Hold-Interaktion. Also, ich muss eine Weile drücken, bis das passiert, was passieren soll. Auch hier, ich loslasse vorher, passiert gar nichts. Erst wenn die Zeit abgelaufen ist, das entsprechend aufgesammelt hier. Oder in diesem Fall wird nicht aufgesammelt, sondern das Licht wird ein- und ausgeschalten. Und hier wird die Tür geöffnet. Das heißt, ein einfaches Animationsskript wird angesteuert, läuft dann wieder automatisch zu. Wie ist das gemacht? Schauen wir uns erstmal so eine kleine Übersicht an. Also ich habe hier mal dargestellt, wie unser kleines Interaktionssystem aufgebaut ist. Wir haben also erstmal die Klasse Interaction und dann die Klasse Interactable. Das sind die einzigen beiden Klassen dieses Systems. Alles weitere wird halt durch entsprechende Unity-Events hier, also durch diese in Interactable, dann gesteuert. Also irgendwelche Skripte zusätzlich werden ausgeführt oder zum Beispiel eine Animation wird gestartet. Also hier unten sieht man das zum Beispiel. Also entweder wird hier das Essen konsumiert oder das Licht eingeschaltet oder die Tür, ein Animationsskript wird gestartet zum Beispiel. Das geht dann sogar ohne zusätzliches Skript, also den Animator einfach aufrufen, dort einfach einen Trigger aufrufen, dann könnte man das sogar ohne Skript machen. Hier in dem Fall müsste man dann ein kleines Skript noch schreiben, dass man eben dann diesem Unity-Event hier zuweist, der in Interactable dann angegeben ist. Das gucken wir uns gleich an. Also, die Interaction-Klasse schaut also quasi immer nach den Interactables über einen Raycast. Das kann man sich vorstellen wie so ein Laserstrahl, der vor dem Spieler ist und in eine bestimmte Richtung schaut. Und immer wenn er was trifft, dann schaut er, was ist es. Und in dem Fall, wenn es ein Interactable ist, dann wird also was gemacht. Dann wird der Text geholt hier, dann wird der Keycode geholt, der angezeigt werden soll, dass der Spieler weiß, was er drücken muss, welche Taste er verwenden muss. Also das Interaction-Skript holt bestimmte Daten von Interactable. Das wird dann also entsprechend dem Spieler angezeigt, der kann interagieren und dann wird entsprechend hier der Event ausgelöst, je nachdem wie der Spieler interagiert. Also hier entweder eine Klick-Interaktion wird ein Event ausgelöst oder eben beim Anfang der Halteinteraktion, wenn die Halteinteraktion vorzeitig abgebrochen wird oder wenn sie vollständig beendet wird. Und dann wird eben jeweils so ein Unity-Event gefeuert und das entsprechende getan. Hier ist also jetzt das Interaktionsskript, also die Komponente davon. Hier haben wir also das Panel, das dann eingeblendet wird. Das ist dieses Interaktionspanel hier. Dann der Text von der Taste, der angezeigt wird. Dann der Text von dem Hinweis, also was derjenige tun soll, was der Spieler tun soll. Und dann haben wir noch ein Bild, das ist dieser Hold Indicator. Und dieser Hold Indicator, der ist jetzt also quasi, der ist also hier jetzt das Bild. Das sieht man jetzt im Moment gar nicht, weil das Bild als Image Type Filled hat. Und jetzt kann man hier über diesen Fill Amount das eben nur teilweise zeichnen. Das machen wir uns zunutze nachher im Skript. Wir steuern eigentlich nur den Fill Amount. Je nachdem, wie lange der Benutzer schon drauf gedrückt hat, wird dann eben entsprechend viel vom Bild angezeigt. Also dieses Interact-Skript, das ist eben zum Beispiel hier auf dem Player. Und hier unten kann man noch die Distanz angeben, ab wann das Ganze funktionieren soll. Und hier ist dann noch das Transform angegeben, von wo aus der Raycast gestartet wird, also von wo aus geschaut wird, ob der Spieler vor einem Interactable Objekt steht. Gut, dann schauen wir uns das Interactable selbst mal an. Hier mal am Beispiel vom Türschalter. Und wir haben jetzt hier also entsprechende Angaben. Hier kann man eben sagen, ob es ein Klick oder ein Hold ist. Also in dem Fall hier bei der Türanimation ist es ein Klick. Dann haben wir hier, welche Taste benutzt werden soll. Dann haben wir hier die Zeit, also weil es kein Hold Interactable ist, ist die eben hier 0. Und dann haben wir hier den Text, der angezeigt wird, also Open Door. Und jetzt wird dann eben einfach nur dieser Unity-Event hier gefeuert, wenn das entsprechende getan wurde. Also das heißt, im Normalfall würde man hier ein Skript zuweisen und dann würde man eine bestimmte Funktion aufrufen. Hier in dem Fall ist das nicht mal so, weil hier wird einfach der Animator aufgerufen und dort wird also Set Trigger aufgerufen und Open getriggert. Das wäre dann also dieses Open hier. Da braucht man gar kein Skript zu, das kann man also direkt vom Unity-Event aus machen.
Hier zum Beispiel bei Food, da ist jetzt ein Skript dabei. Also hier ist jetzt bei dem Event, der am Ende des Haltens auftritt, ein entsprechendes Skript reingezogen, das Food-Skript, und dort wird die Methode eat aufgerufen und der Wert 0,8 übergeben. Und das Skript gehört jetzt eigentlich nicht zum Tutorial, aber wir schauen uns mal kurz an. Also diese Methode wird hier aufgerufen und dann wird entsprechend das getan. Also der Player wird gesucht und dort nochmal eine Methode aufgerufen. Also was ich sagen will ist, hier kann man also alles tun, was man tun will, jeweils in dem jeweiligen Event. Dann schauen wir uns mal die beiden Hauptskripte an, also dieses Class Interaction und dieses Class Interactable hier. Also zuerst mal das Interactable Skript. Also das Skript, das jedem einzelnen Objekt, mit dem interagiert werden kann, zugewiesen wird. Hier sind also die Felder, die man schon vorher in der Komponente in Unity gesehen hat. Da brauche ich jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen. Und dann gibt es also ein paar Methoden. Erstmal hier die HoldTime. Da wird also nichts anderes zurückgegeben als die Variable HoldTime hier oben, also dieses Feld, die Variable, die dort gespeichert ist. Hier das gleiche für InteractionText, das gleiche für Type und das gleiche für Key. Immer nur Rückgaben, das sind also hier Properties, die also einen entsprechenden Private-Wert zurückgeben. Dann haben wir hier die 4 Events, die werden einfach nur gefeuert. Hier könnte man noch eine kleine Verbesserung machen, sehe ich gerade. Wenn man jetzt hier noch ein Fragezeichen reinmachen würde, dann würden die Events auch wirklich nur gefeuert, wenn sie nicht null sind. Okay, also das Interactable Skript ist nicht allzu viel. Gucken wir uns das Interact-Skript mal an. Da passiert jetzt also das Eigentliche. Hier haben wir eben wieder die Felder, die wir uns schon in der Komponente angeschaut hatten. Also gucken wir uns zunächst mal das Fixed-Update an. Hier wird also ein Raycast durchgeführt und wenn ein Interactable getroffen wird, also hier, dann wird geschaut, ob unsere Variable CountInteractable von hier oben, also diese hier, ob die null ist. Das heißt, wir haben noch nichts anderes, mit dem wir interagieren können. Und dann wird die entsprechend gesetzt auf dieses Interactable und die Interaktion wird gestartet. Diese Methode Start Interaction hier unten setzt jetzt also entsprechend die Panels und den Text. Also mit den Daten, die hier von diesem Current Interactable kommen, werden jetzt die entsprechenden UI-Elemente gesetzt. Text und das Panel wird angezeigt und so weiter. Gut, dann sind hier noch zwei Methoden, die Click Interaction und die Update Hold Interaction. Gucken wir uns die Click Interaction erstmal an. Das ist gar nichts weiter. Also wenn hier Count Interactable nicht null ist, dann wird dieser Event ausgelöst. Gut, das war's auch schon. Dann gucken wir uns das Hold Interaction nochmal an. Also die wird hier abgedatet. Wenn der Hold Timer 0 ist, ganz am Anfang, dann wird eben der Start Event gefeuert, Raise on Hold Start Event. So, dann wird, wenn die Hold Time abgelaufen ist, dieses Raise on Hold End gefeuert. Und wenn jetzt die Zeit abgelaufen ist hier, dann wird entsprechend dieses Raise on Hold End Event gefeuert. Und hier wird jedes Mal die Zeit hochgezählt und entsprechend der Fill Amount von der Grafik, hatte ich gerade schon gezeigt, entsprechend verändert und immer mehr von der Grafik wird gezeichnet. Hier wird geschaut, falls also das Count Interactable nicht null ist und das Interaction Type Hold ist, also eine Halteinteraktion ist und die Zeit noch drunter ist unter der Haltezeit und wenn dann das Ganze hier beendet wurde, dann heißt es also, die Interaktion wurde abgebrochen und der Raise on Hold Aborted Event wird gefeuert. Dann wird Count Interactable wieder auf null gesetzt, alle Werte werden quasi zurückgesetzt, die Strings werden geleert, das Panel wird also nicht mehr angezeigt und das war's hier. Gut, das Ganze muss von irgendwo gesteuert werden noch ein bisschen und das wird hier oben vom Update gesteuert. Also hier wird also, wenn Count Interactable nicht null ist, also wenn was zugewiesen ist, wenn wir interagieren, dann wird hier geschaut, ob Tasten gedrückt werden, also diese Count Interaction Key, ob die gedrückt wurde. Und abhängig von der jeweiligen Interaktion, von dem Interaktionstyp Click oder Hold, werden halt unten die entsprechenden Methoden Click Interaction oder Update Hold Interaction aufgerufen. Oder wenn losgelassen wird, dann wird nach End Interaction geschaut. Und zum Schluss nochmal den ganzen Quellcode, also von dem Interactable. Und vom Interact-Skript, was wir eben schon besprochen hatten, auch nochmal. Und dann würde ich mich freuen, wenn du bald wieder mal reinschaust. Ich mache immer wieder
Unity-Tutorials. Manche sind ein bisschen fortgeschritten, manche eher nicht. Also ist für jeden was dabei. Wenn du abonnieren magst, würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.